So, Freunde, es geht weiter. 3D-Druck Shisha Teil 3. Heute werden wir alle Änderungen besprechen, die ich gemacht habe. Bis jetzt sieht die Pfeife noch nicht groß anders aus, als die Pfeife das letzte Mal ausgesehen hat. Ich werde die Änderungen dann von oben nach unten durchgehen auf jeden Fall. Und heute wird es auch zwei Produkte von mir zum Kaufen geben. Das allererste ist das Swishisha Hygienemundstück und das zweite werde ich euch später zeigen und auch darauf werden wir später genauer eingehen. Da werde ich euch alles dazu sagen, zu den Eckdaten und so. Aber zuerst einmal schauen wir uns an, was wir an der Pfeife geändert hatten. Also zuerst, als ich die geraucht hatte, war ich eigentlich extrem zufrieden. Es hat alles gut funktioniert, ich hatte keine großen Probleme oder so. Und dann hat es angefangen, also ich fange mal beim offensichtlichsten Teil an, dem Teller. Ihr seht es, das haben wir schon das letzte Mal besprochen. Da habe ich beim Design komplett reingefailt. Den habe ich jetzt komplett überarbeitet und ihr seht, ich habe die wirklich gut getestet. Die ist auch schon schön schmutzig hier. Also habe ich den Teller einmal komplett neu designt und der Pfeife sogar einen Namen gegeben. Den gebe ich jetzt auch preis hier. Die Pfeife heißt ab sofort Swishy Shishi V2. V2 macht Sinn, weil es die zweite Version ist. Und Swishy Shishi fand ich einfach witzig. So heißen auch immer meine Streams, Shishi mit Swishy. Aber da habe ich, wie gesagt, das komplett überarbeitet. Er ist größer geworden, hat jetzt eine Wölbung drin. Da hatte der Drucker natürlich Probleme beim Drucken, weil diese Kanten hier sind überhängend und das kann der Drucker nicht gut drucken. Ihr seht, deswegen ist das etwas unregelmäßig, aber ich habe das etwas mit Schleifpapier nachbearbeitet und wenn das mal auf der Pfeife drauf ist, sieht man das eigentlich nicht mehr groß. Und die zweite Änderung ist auch schon hier oben. Ihr seht, hier habe ich jetzt einen Metalladapter oben drauf. Ich habe ja im letzten Video geschrieben, dass ich nach 3 Köpfen keine Probleme hatte mit dem Kopfanschluss oben. Aber das lag daran, dass ich mit sehr großen Köpfen geraucht habe. Ich habe da mit dem Oblako M, Werkbund Zeus und Alpaca Huasaya geraucht. Und die haben sehr viel Abstand zu dem Teil hier. Und dann habe ich einmal mit einem Bengala Samui Grün, glaube ich, geraucht, der etwas kleiner ist. Und dann wurde es oben schon sehr, sehr weich. Leider habe ich beim Aufräumen aus Versehen meinen 3D gedruckten Kopfadapter weggeworfen. Aber der sah einfach ganz, ganz leicht braun oben aus. Und deswegen habe ich das komplett umdesignt. Also komplett umdesignt. Ich habe das einfach so gemacht, dass man ganz normale Kopfadapter vom Pfeifen draufschrauben kann. Also ich habe da das passende Gewinde genommen und die kann man jetzt easy draufschrauben und so wird man keine Probleme mehr haben mit der Hitze. Gegen unten hatte ich nie Probleme, da hat immer alles perfekt funktioniert mit der Hitze. Also da hatte ich überhaupt keine Probleme und dann können wir jetzt den Teller hier drauf machen und die Metallkopfdichtung und so sieht die Pfeife optisch auf jeden Fall schon mal um einiges schöner aus mit einem anständigen Teller hier oben. Dann gehen wir mal weiter runter hier zur Rauchsäule. Da gab es eigentlich keine großen Probleme, bis auf einen Anwendungsfehler, den ich gemacht hatte. Hier habt ihr gesehen, war es nicht komplett dicht in diesem Bereich hier. Deswegen wollte ich das etwas mehr reinschrauben, nochmal mehr und dann ist mir das Gewinde abgebrochen vom ersten Tauchrohr. Also nochmal, das sind alles Plastikteile, Gewinde sind sehr fragil, also da muss man sehr vorsichtig sein. Ich habe das Ganze dann auch noch mit etwas höherer Druckauflösung gedruckt, damit der Schriftzug noch etwas besser aussieht. Würde auf jeden Fall noch besser funktionieren, wenn man noch mehr mit den Druckeinstellungen rumspielt. Aber ansonsten waren das eigentlich alle Änderungen, die ich an der Rauchsäule gemacht habe. Wie gesagt, hier unglücklich das Gewinde abgebrochen. Das habe ich jetzt einfach noch hier, damit das dann später in den Müll rein kann. An der Base selber habe ich auch nichts umdesignt, aber dazu werden wir später kommen. Also da bin ich zufrieden. Hier sind mir alle Kugeln rausgeflogen, perfekt. So, da sind wieder alle Kugeln drin. Hier oben war das Ganze nicht komplett gerade und ich habe später eine zweite Base gedruckt, die ihr sehen werdet. Da ist dann, ich weiß nicht wie gut, dass man es erkennen kann, hier ist einfach etwas unregelmäßig. Das ist dann besser bei der zweiten und dann hatte ich keine Probleme mehr, weil ich habe mir überlegt, hier einen O-Ring reinzumachen, aber das Problem ist halt, man muss diesen Ring außerhalb von den Löchern machen, weil da natürlich die Luft rein muss. Und da hatte ich im Baumarkt keine gefunden, keine passenden. Und die online kann man nur in großen Mengen bestellen und war sauteuer und da habe ich mir gedacht, egal, muss ja nicht perfekt dicht sein. Also das könnte man noch optimieren, wenn ihr die Pfeife selber ausdrucken möchtet. Übrigens, heute werde ich euch auch die Files geben, damit ihr die zu Hause selber drucken könnt, aber dazu auch später mehr. Also da waren eigentlich auch keine allzu großen Probleme mit der Base, da hat alles funktioniert, wie es sollte. Aber das allergrößte Problem und die meiste Zeit hat mich die Bowl gekostet. Hier seht ihr jetzt schon
die zweite Version, denn die war nicht dicht, die erste. Das habe ich zuerst gar nicht bemerkt. Es ist ganz langsam immer Wasser durchgesickert. Also es kamen ganz feine Tropfen raus und das habe ich erst gemerkt, dass ich die Pfeife nach dem Rauchen aufgehoben habe. Deswegen habe ich mal die Druckeinstellungen geändert, dass hier alles komplett gefüllt wird. Die Räume hier zwischen sind sonst hohl. Aber da habe ich dann mal alles gefüllt und auch feiner eingestellt und dann ist dieser Druckfehler hier entstanden. Hoffentlich könnt ihr es einigermaßen sehen. Da kommt jetzt auch Wasser raus und dann dachte ich mir, das wird mir zu wild mit der Bowl, weil die hat über 20 Stunden zum Drucken. Und bis ich da eine funktionstüchtige habe, da lasse ich mir etwas anderes einfallen und das habe ich auch gemacht. Mit der größten Änderung. Ihr seht eigentlich dieselbe Bowl. Hier haben wir die allererste Version, die vorhin nicht dicht war. Und was habe ich jetzt da gemacht, damit die dicht ist? Ich habe mich im Internet erkundigt und gelesen, dass man 3D-Druckteile mit Epoxidharz verdichten kann. Also wenn man die einfach mit einer Epoxidharzschicht bestreicht. Das habe ich dann auch gemacht und um dem Ganzen noch etwas Farbe zu geben, habe ich sogenanntes Hydro-Dipping oder keine Ahnung wie das heißt. Ich blende euch die ganze Zeit hier Aufnahmen ein. Also man macht einfach mit der Spraydose zuerst einen Primer drauf, damit er auf dem Plastik hält. Danach sprayt man da ins Wasser rein und tunkt die ganze Bowl hier rein. Danach habe ich Epoxidharz angemischt mit dem Mischverhältnis, das der Hersteller angegeben hat und das dann einfach bepinselt und etwa 1-2 Tage trocknen lassen. Beim Trocknen haben sich hier kleine Unregelmäßigkeiten gebildet, aber ich denke, das kann auch an meinem Mischverhältnis liegen oder der Art, wie ich das aufgetragen habe. Aber das Wichtigste ist, die Bowl steht jetzt seit etwa 5 Tagen vollgefüllt mit Wasser da und es kam noch kein Tropfen durch. Ich denke, das ist der einzige Weg, wie man die Bowl zu 100% dicht machen kann. Sonst kann es halt immer sein, wenn ein minimaler Fehler drin ist beim Drucken, dann ist die Bowl schon nicht dicht, weil hier werden natürlich trotzdem immer Lagen über Lagen aufgetragen und da kann das Wasser dann halt ganz langsam durch. Das werde ich mit dieser Bowl dann auch noch machen, damit die dann auch geschützt ist und kein Wasser durchlässt. Also das war das allergrößte Problem bei der Shisha, dass ich die Bowl einfach nicht dicht gekriegt habe. Aber jetzt hat es funktioniert, die Bowl ist dicht und ich würde sagen, wir machen mal einen Kopf an, dann rauche ich den in der Pfeife und dann gehen wir auf die weiteren Änderungen ein. Also ich mache mir ganz kurz einen Kopf und dann sehen wir uns wieder, wenn die erste Pfeife hier an ist. So Freunde, also der Kopf läuft und ihr seht, jetzt ist die Bowl ganz, es tropft nichts mehr, es funktioniert alles. Hier ist halt immer noch nicht gefixt, aber das werden wir gleich nachher anschauen. Aber davor müssen wir noch 1-2 Punkte durchgehen. Zuerst einmal, ganz viele Leute haben mich gefragt, ob sie die Pfeife so kaufen können. Das wird im Moment nicht möglich sein. Ich bin da im Moment mit einem Hersteller dran aus Deutschland, dass man das vielleicht rausbringen kann. Aber in der Geschwindigkeit, wie ich das mache und auch die Qualität und so, fühle ich mich da nicht imstande, eine Pfeife zu releasen, die ihr pfeifen könnt, die ihr kaufen könnt, weil da einfach zu viele Probleme damit sind, dass es aus Plastik ist und so. Und ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist die Hygiene. Viele von euch haben es auch unter das letzte Video geschrieben, da der Plastik ganz feine Rillen hat, ihr hört es hier, hat er eine sehr große Oberfläche und ist damit anfällig für Bakterien. Das heißt, wenn ihr die Pfeife zu Hause ausdruckt, wascht die regelmäßig durch, am besten mit Desinfektionsmittel einfach völlig durch, weil da können Bakterien drin wachsen und so. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, nicht, dass ihr da noch irgendeine Krankheit oder so holt, also alles auf eigene Gefahr an dieser Stelle. Aber da schön schauen, dass ihr das Ganze gepflegt haltet und damit es da keine allzu großen Probleme gibt. Aber ihr seht, die Pfeife funktioniert so auf jeden Fall. Man kann sie gut rauchen, mitnehmen und so. Da muss man halt einfach mit der Bowl schauen. Wenn ihr zu Hause einen besseren Drucker habt, könnt ihr das wahrscheinlich auch besser ausdrucken. Also die Files werden, wenn dieses Video online kommt, auf meinem Discord sein. Link dazu ist unten zum Discord und da habe ich so einen, wie heißt das, eine Gruppe, einen Abteil, der 3D-Drucker heißt. Da könnt ihr auch Fragen stellen und so. Da versuche ich alles zu beantworten und ich werde auch eine kleine Anleitung hochladen mit den Druckereinstellungen, dem Drucker, den ich habe und allem, damit ihr da Bescheid wisst, wie ich das gemacht habe. Und bitte, wenn ihr die zu Hause ausdruckt, postet das auf Instagram oder so, markiert mich, ich will das sehen, wenn ihr die Pfeife ausgedruckt habt und rauchen könnt am Ende. Also wenn ihr das macht, sehr gerne ein Bild machen und mir senden. Und ebenfalls wird im Discord auch ein Donation-Link sein und der ist auch unter dem Video hier. Die Pfeife ist komplett kostenlos, also ihr müsst nichts bezahlen für die.
Files, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da eine kleine Spende da lasst, einfach für den Aufwand, den ich hatte, ist kein Muss, aber ja, wenn ihr Freude daran habt und mich supporten möchtet, könnt ihr das sehr, sehr gerne eine Spende da lassen, weil das war doch ein sehr, sehr großer Aufwand hier und mit den Videos verdient man ja auch nichts auf YouTube mit dem Thema Shisha. Und ja, es gab noch weitere Änderungen, denn ich habe das Ganze natürlich auch noch etwas weiterentwickelt. Ich habe zum Beispiel hier eine Steckpole gedruckt, die wird dann auch verfügbar sein. Die könnt ihr euch auch herunterladen. Über das Design kann man sich streiten. Ich habe mir jetzt ja nicht allzu viel Mühe gegeben, weil das Video jetzt schon viel zu spät kommt und ich euch das möglichst schnell raushauen wollte. Aber wir können da kurz umbauen. Das Ganze passt einfach auf normale Steckpole-Dichtungen und auf normale Steckpole-Bowls. Ich nehme jetzt eine von der Mose Breeze, weil die schön klein ist. Ja, perfekt. Das Tauchrohr ist zu lang. Ja moin. Ich brauche eine andere Steckpole. Ich habe das vor dem Video noch nie ausprobiert, wollte das heute das erste Mal ausprobieren. So, auch so funktioniert es jetzt auf jeden Fall. Dann werde ich wohl noch ein kürzeres Tauchrohr reinmachen, damit man das auch mit der Mose Breeze Bowl bauen kann. Und ihr seht jetzt, es ist schon um einiges dichter, wenn hier oben die Base gerade ist. Es kommt immer noch etwas Rauch unten raus. Also ganz wenig Rauch kommt noch unten raus, aber für das extra noch irgendwie Dichtungsringe organisieren oder so wäre mir auf jeden Fall zu wild. Also das funktioniert so auch, dass wir das dann auch als Steckpole geben. Und jetzt kommen wir zu den interessanten Teilen, denn als ich die Steckpole gedruckt habe, dachte ich mir, vielleicht kann man auch etwas mit der Mose Breeze machen. Und da habe ich das hier gemacht. So, also ich habe jetzt hier eine ganz normale Mose Breeze, noch die 1. Ob das Ganze mit der 2 funktionieren wird, weiß ich noch nicht. Ich habe die leider noch nicht hier zum Probieren. Und jetzt habe ich mir das hier ausgedruckt. Das Ganze sind Sleeves, aber sehr spezielle Sleeves. Die könnt ihr dann auch kaufen, ist auch unten verlinkt. Die kann man ganz normal hier oben drauf machen, wie jeder normale Sleeve. Und dann zeige ich euch gleich das Spezielle daran. So, Kopf drauf, Schlauch rein. Also raucht sich ganz normal wie immer, aber jetzt schaut euch mal das Ausblasen an. Das ist schon sehr wild, ich werde da euch auch noch Detailshots einblenden. Also diese Rauchsäule könnt ihr kaufen, weil da bin ich zufrieden mit der Qualität, ist unten verlinkt, also das sieht wirklich extrem gut aus, finde ich, aus dem 3D-Drucker. Aber hier und bei den Mundstücken ist ganz wichtig zu beachten, es wird lange Lieferzeiten geben, weil ich das alles on demand drucke. Ich werde das auch limitieren. Und seht das mehr als eine Art Support-Merch von mir an mich. Ich kann das auch unterschreiben, wenn ihr wollt, wenn das jemand haben möchte. So. Hier zeige ich euch nochmal die Hygienemundstücke. Die kommen dann, so wie ihr sie hier seht, also mit dem Anschluss hier, mit einem Band dabei. Davon habe ich jetzt mal 50 Stück. Ich denke nicht, dass die weggehen werden, aber einfach, dass ihr wisst, die werden mindestens maximal auf 50 Stück vorerst limitiert sein. Oben ist eine Swishy Eingravur. Diese sieht nicht ganz perfekt aus, das ist mir bewusst, aber besser geht es leider nicht mit meinem Drucker. Also seht, diese Produkte, die ihr kaufen könnt, mehr als Support für mich. Beim Sleeve bin ich extrem zufrieden mit der Qualität. Das Mundstück hat ab und zu ein paar Unregelmäßigkeiten, seid euch da einfach bewusst, wenn ihr die kauft, aber das Mundstück funktioniert auf jeden Fall 1A, ist sehr angenehm am Mund, weil es schön warm ist, also es ist jetzt nicht so kühl wie Edelstahl zum Beispiel, aber auch hier aufpassen wegen den Bakterien, immer schön waschen, desinfizieren oder hängt das euch einfach in den Schrank oder so. Aber genau diese zwei Produkte sind unten verlinkt, wird es alle in 3 Farben geben, weiß, blau und rot im Moment. Vielleicht kommen da mal noch ein paar dazu, wenn ich sehr viele Anfragen für eine Farbe habe, aber wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr das bestellt. Ich könnte jetzt irgendwie einen Merch machen oder Mundstück mit irgendeinem Hersteller oder so in Kooperation, dann hättet ihr auf jeden Fall etwas bessere Qualität, aber so habe ich das halt komplett selber gemacht und ich finde, das hat einen höheren Wert dabei, als wenn die Qualität 1A perfekt ist. Ihr habt am Ende etwas, das ich wirklich komplett selber designt, produziert habe, euch versendet habe. Ich lege dann auch immer noch ein paar Sticker mit dazu und so. Also wie gesagt, da könnt ihr euch einfach unten am Link informieren. Und ja, falls jetzt noch Fragen sind,
Übrigens hier noch ganz viele Prototypen zu den Mundstücken. Das hat auch einige Versuche gedauert, bis das endlich funktioniert hat. Aber jetzt bin ich endlich zufrieden damit, deswegen release ich das Ganze jetzt auch. Aber wenn ihr noch Fragen habt, sehr gerne unten in die Kommentare rein oder kommt auf den Discord, geht da in den 3D-Druck-Raum. Und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den kranken Support bei diesem Projekt hier. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen schon wieder im nächsten Video, Simulation Prime X Unboxing. Und wenn ihr die schon vorbestellen wollt, Code SWISS, kriegt ihr einen Silikonschlauch und ein Edelstahlmundstück dazu. Aber dazu mehr morgen. Und ja, wir sehen uns, haut rein. Tschüss.